Hallo und willkommen von unserem Sommercamp in Italien, in Latisana. Wir werden jetzt eine neue Serie starten mit dem Wolfgang und den Uli aus Baden, Krav Maga, und Linz, Krav Maga. Und wir wollen euch gerne Techniken aus dem Krav Maga zeigen, so wie es wir unterrichten. Schwitzkasten, Befreiung, mehrere Variationen. Das ist wieder so eine Serie, die wir schon mehrmals gemacht haben, kommt gut an bei den meisten von euch und wir hoffen, ihr könnt viel mitnehmen von dem. Wir wollen euch auch so unsere Ideen auch vermitteln, wie wir das unterrichten und gegen was funktioniert. Es ist also nicht nur eine Technik, sondern eine Technikserie. Ich hoffe, ihr habt Spaß damit, könnt viel mitnehmen und wir können euch inspirieren. Danke fürs Zusehen und ja, viel Spaß. Wir dürfen euch heute die Verteidigungstechnik gegen Schwitzkasten mehr oder weniger vorstellen. Grundsätzlich ist es so, dass wir natürlich im Vorfeld schon den Angriff verhindern sollten, wenn man erkennen. Ja, das ist aber durchaus nicht immer möglich. Dahingehend wollen wir heute diese typische Befreiungstechnik vom Schwitzkasten vorzeigen. Ja. Der erste wichtige Punkt ist, wenn er reinkommt, meistens ist es mit Zug verbunden. Ja. Das heißt, ich muss auch dementsprechend mitsteigen und schauen, dass ich da eine gute Position in seine Richtung habe. Dort, wo die Zehenspitzen hinzeigen, dort geht einmal Energie hin, dass ich wirklich einen stabilen und guten Stand habe. Der zweite Schritt, die innere Hand versucht, seinen äußeren Arm zu greifen. Ja, und zwar indem, dass wir eine Schaufel machen und seinen Arm zum Körper ziehen. Ellbogen eng, damit ich wirklich seinen Arm kontrollieren kann und so eventuell das Rausziehen der Hand erschweren kann. Okay? Es gibt im Prinzip drei typische Arten vom Schwitzkasten, was er bewirken will. Das eine ist, um in die Position zu kommen, um zu schlagen. Deshalb ist auch diese Kontrolle so wichtig. Das zweite ist, um ihn zum Boden zu bringen oder ihn mehr oder weniger versuchen fest zu halten für einen anderen zum Schlagen. Okay? Das heißt, wir kommen, der Schwitzkasten kommt der Angriff, wir schauen, dass wir einen stabilen Stand haben. Kontrolle der äußeren Hand des Gegners, indem dass er eine Schaufel macht. Wir greifen nicht, sondern wir haben eine Schaufel. Wir ziehen ihn zu uns, um da wirklich stabil zu sein. Der nächste Schritt ist, dass wir mit der äußeren Hand, mit der hinteren Hand über die innere Schulter gehen und mit den Fingern zu den Augen-Nase-Bereich. Und jetzt überstrecken wir den Kopf nach hinten und richten sich vollkommen auf. Okay? Von da weg können jetzt die Angriffe erfolgen, wie wir sie brauchen. So wie es in Krav Maga üblich ist, Schwachstellen attackieren. Natürlich haben wir auch die Möglichkeit, wenn ich hier unten bin und ich greife, dass ich zum Genitalbereich schlage. Nachteil könnte, wenn ich zum Genitalbereich schlage, könnte es sein, wenn ich da einschlage, dass der Körper noch weiter nach unten geht und die ungünstigere Position habe. Okay? Einmal ganz langsam, schrittweise. Wir stehen, der Angriff kommt. Es wird mit Schwung erfolgen. Stabiler Stand, greifen zum Körper ziehen, fixieren, Ellbogen eng halten. Nicht weit weg, da habe ich keine Kontrolle, sondern zum Körper ziehen. Rübergreifen und impulsartig lösen. Von da weg können wir dann attackieren, wegstoßen, dementsprechend flüchten, weggehen oder ready sein. Okay, und jetzt nochmal das Video von der anderen Seite, wo wir nochmal explizit auf diese Schlüsselstellen eingehen wollen. Ja, das heißt, es kommt der Angriff. Wichtig, dieser stabile Stand. Ich kann auch hier gern die Füße zusammen zwicken, damit ich mehr Stabilität habe. Ja? Je schlechter ich stehe, desto einfacher ist es für ihn zu werfen. Das heißt, wir schauen, dass wir da wirklich in einer guten Position sind. Zweite Schlüsselstelle, Kontrolle der äußeren Hand, indem dass wir ein Schaufel machen, ein Schaufel nicht greifen und den Arm versuchen zu uns zu ziehen. Und die dritte Schlüsselstelle, attackieren der Schwachstellen. Schwachstellen Gesicht, Augen, Kopfbereich, Schwachstellen Genitalbereich. Ja, vorzugsweise Kopf, Gesicht. Wenn wir überstrecken, ruckartig aufrichten und jetzt können wir zum Attackieren, zum Befreien beginnen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, es gibt euch einen gewissen Input, was für Möglichkeiten das wir haben. Wenn es euch gefallen hat, würden wir uns freuen, wenn ihr es weiter teilt oder shared und wenn ihr uns vielleicht ein Like hinterlasst. Danke!